Du stehst auf einem Konzert in der Menschenmenge. Zwischen dir und den anderen schwirrt dieser eine besondere Song. Alle singen mit. Der Song schafft einen unvergesslichen und verbindenden Moment. Aber lässt sich so ein Song auch instrumentalisieren, um zum Beispiel politische Entscheidungen zu beeinflussen? Right around the time the song came out, the Berlin Wall fell. The Soviet president has been removed from power, and there are tanks now in the streets of Moscow. 2 years after that, the Soviet Union collapsed. So you could feel there is the wind of change in the air. Wind of Change was an anthem of progress and freedom and hope, and it went to number 1 on the charts all across Europe. For the past 10 years, there's been one story that I can't crack, and it keeps taking me to the most ridiculous places. I first heard it from my friend Michael. This song had been written by the CIA to insert into the Soviet Union to encourage change. Could that be possible? That the CIA could have collaborated with a German hairband to write a power ballad that ended the Cold War and somehow kept the whole thing secret ever since? That's what we want to figure out. Das sind der Autor und Investigativjournalist Patrick Radden-Keefe und sein Freund Michael. Ihr hört den Podcast-Podcast von detektor.fm und heute empfehlen wir euch Wind of Change. Patrick Radden-Keefe hat in seiner Journalistenkarriere schon einige Geheimnisse ans Licht gebracht. Er hat über den mexikanischen Drogenboss El Chapo geschrieben, über den Nordirland-Konflikt, über die Opioidkrise in den USA. Eine Geschichte, sagt er, lässt ihn seit 10 Jahren nicht los. Es ist die Geschichte des Lieds Wind of Change, mit dem die Scorpions 1990 einen Welthit gelandet haben. Für Patrick Radden-Keefe beginnt diese Geschichte im Jahr 2011 mit einer E-Mail seines Freundes Michael. You and I were emailing that morning, and the email said, "Had dinner last night with my good friend, and he told me some stories that will fill up your writing schedule for years." And then you wrote, Wikipedia, I think that's a command. You're like telling me to Wikipedia. Wikipedia, Scorpions, Wind of Change. Mm-hmm. So, you sent me that email that morning, and, that was the day my life changed. I'm sorry. Michael geht damals mit einem ehemaligen Mitarbeiter des US-amerikanischen Geheimdienstes CIA essen. Von ihm hört er zum ersten Mal, dass Wind of Change, ein Song aufgeladen mit politischer Bedeutung, gar nicht von den Scorpions sei, sondern in Wirklichkeit direkt von der CIA stamme. I remember he told me a bunch of stories, but the one that I remember the most is the one that I told you to Wikipedia, which is that he was either at the farm at the time of his training or he was at headquarters in Langley, and like an older gentleman who has been around the block comes in to meet the new recruits. So a graybeard. Yeah, and tells them stories, etc. Told this story to a group of people that he was with, that this song had been written by the CIA and had been a part of a PSYOPs campaign. Psychological operation. Exactly. Schreibt die CIA Songs? Nummer 1 Hits sogar? Klingt erstmal absurd. Das findet auch Podcast-Host Patrick Radden-Keefe. So when I first heard this story, I was totally incredulous. Michael was too. I was like, bullshit. I mean, like, I was like, seriously? Like, you guys have songwriters at the CIA? He's like, yeah. Like, He said yes. Yes. Der Podcast Wind of Change zeichnet den Weg nach, den Patrick Radden-Keefe geht, um Beweise für den Ursprung des Songs zu finden. Dabei erfahren wir viel darüber, wie InvestigativjournalistInnen arbeiten und noch spannender, wir erfahren auch, wie die CIA arbeitet. Der Podcast Wind of Change ist im Frühjahr 2022 erschienen. Die 8 Episoden wurden produziert von Pineapple Street Studios, Crooked Media und Spotify. Und wer diesen Podcast hört, geht immer gut ausgestattet aus dem Haus. Ein Stofftaschentuch in der einen Jackentasche, Wunderkerzen in der anderen. Man weiß ja nie, wann ein Song mal wieder große Emotionen weckt.
Das war der heutige Hörtipp frisch aus der Redaktion vom Podcast-Radio Detektor.fm. Wenn euch unsere Tipps gefallen, schenkt uns ein Like in eurer Podcast-App oder schickt uns eine Mail an PodcastPodcast@detektor.fm mit eurem Lieblingspodcast. Dieser Tipp kam von Anton Burmester, Redaktion Doreen Rothmann, Johanna Voss und Caroline Breitschädel. Produziert hat die Folge Stanley Baldauf. Und mein Name ist Ina Lebedjew. Morgen empfehlen wir euch den Podcast Gestern ist jetzt über Familiengeschichte im Nationalsozialismus. Wir hören uns.